So, und Oliver Luksic ist jetzt bei uns im Studio. Er ist von der FDP und er ist ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Wann haben Sie denn tatsächlich erfahren, dass Herr Wissing, dass Ihr Chef keinen Bock mehr hat auf die FDP? Also es gab am Vorabend Signale, ich konnte das aber gar nicht glauben, weil er sitzt ja wegen der FDP im Amt und nicht, weil er Volker Wissing ist. Ja, und dann am Morgen um 8:30 Uhr gab es eine Pressekonferenz und ja, dann hat er es verkündet und da musste man schnell entscheiden, was Also man intern tut. wurde da vorher nicht mal irgendwie gesprochen, irgendwie geredet, erklärt. Das haben Sie dann auch einfach durch die PK erfahren? So ist es. War also im wahrsten Sinne des Wortes eine einsame Entscheidung. Volker Wissing ist generell nicht sehr mitteilsam. Und insofern musste man da schnell entscheiden. Die schnelle Entscheidung lag darin, dass Sie letztendlich auch Ihr Entlassungsgesuch eingereicht haben. Trotzdem die Frage, man arbeitet doch relativ dicht als Staatssekretär und als Minister zusammen, weil es geht um eine Sache. Es geht um die Deutsche Bahn und da ist ja einiges los momentan. Da fragt man sich, dass diese Kommunikation tatsächlich nicht stattfindet. Dass man da sich nicht näher austauscht und dann als Staatssekretär zumindest in die Position gerät, zu wissen, was der Chef macht. Ist das letztendlich auch Grund dafür zu sagen, also Vertrauen komplett erschüttert, Verrat? Ja, absolut. Also Volker Wissing ist ja ins Amt gekommen wegen der FDP. Und wenn die FDP sich zurückzieht aus der Koalition und er unbedingt am Amt kleben will, das ist schon ein dickes Ding. Und deswegen war das für uns schnell klar, dass wir das nicht mitmachen können. Wir wollen auch die rot-grüne Minderheitsregierung nicht künstlich verlängern. Ich glaube, Deutschland braucht jetzt schnell Neuwahlen und denen sollte man nicht im Amt stehen, indem man am Amt klebt. In England nennt man sowas Backstabber. Nun hat er nämlich auch noch gesagt, er sehe wesentliche Punkte des Scheiterns der Regierung tatsächlich in der fehlenden Kompromisslosigkeit der FDP. Finden Sie das niederträchtig, da jetzt so richtig noch mal hinterherzutreten? Ich glaube, die Bürger und Bürger machen sich da ihr eigenes Urteil, ob das jetzt, wie das zu bewerten ist. Ich will da nicht nachtreten, aber die Kritik ist ja genau andersrum. Die Bürgerinnen und Bürger kritisieren ja, dass die FDP zu viele Kompromisse gemacht hat. Also die Theorie, man hätte noch mehr Kompromisse machen müssen, weil ja alles so toll gelaufen ist. Da steht Volker Wissing relativ alleine mit, mit der Theorie. Aber wir müssen mal von der Personalie Wissing wegkommen. Das ist ja vom Prinzip die Geschichte von gestern, Herr Luksic. Wir müssen mal drauf gucken, was hat da tatsächlich die FDP verbockt und was hat sie nicht verbockt. Hat sich die FDP nicht viel zu lange treiben lassen von einer Regierung, von der die FDP schon viel früher überzeugt war, das geht so eigentlich nicht? Und wäre die Position nicht eine bessere gewesen, wenn man von sich aus letzte Woche gesagt hätte oder wegen mir Anfang der Woche, das funktioniert nicht, Freunde. Aber nein, man hat ein ums andere Mal, man hat sich brüskieren lassen, indem der Kanzler einen Wirtschaftsgipfel einberuft und zwei Fachminister nicht einlädt, die wichtigsten, den Finanzminister und den Wirtschaftsminister. Ich meine, selbst schuld, Herr Luksic. Die FDP muss sich in der Tat die kritische Frage stellen, ob man nicht hätte früher aus der Koalition aussteigen müssen, ob man nicht zu viele Kompromisse gemacht, die für das Land nicht vertretbar sind. Aber am Ende des Tages, haben wir die richtigen Fragen auf den Tisch gelegt. Deutschland braucht dringend eine wirtschaftliche Wende. Das war mit Rot-Grün nicht zu machen. Deswegen ist die Koalition gescheitert. Der Bundeskanzler wollte Christian Lindner erpressen. Er hat es nicht mit sich machen lassen. Insofern haben wir da Rückgrat bewiesen. Aber in der Tat muss man sich die kritische Frage stellen, hätte man nicht früher aus der Koalition aussteigen müssen. Ich würde doch noch mal eine Frage zu Herrn Wissing stellen wollen. Nämlich, glauben Sie, dass es da vielleicht irgendeinen persönlichen Dissens auch gibt zwischen ihm und Christian Lindner? Weil man sich ja schon fragt, wieso? Es kann ja jetzt nicht nur daran liegen, dass er so gerne Minister ist und dass er so wohlfühlt sich in dieser kaputten Ampelregierung. Da scheint doch irgendwie auch was Persönliches zu sein. Sie haben ja, glaube ich, gestern die Bilder im Schloss Bellevue gesehen. Das spricht der Bände und muss man nicht weiter kommentieren. Klar, Volker Wissing ist gerne Minister, scheint nicht ausgelastet zu sein, macht jetzt noch ein zweites Ministerium. Aber insofern, das ist seine Entscheidung, die muss er nach außen vertreten, die möchte nicht weiter kommentieren. Und ich möchte noch mal eine Frage stellen zur Partei insgesamt. Ich meine, die FDP nach diesem Rausschmiss liegt am Boden. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine, wenn man Perspektive schaut, wird auch die nächste 1, 2, möglicherweise 3 Legislaturen mit der FDP kein Blumentopf zu gewinnen sein, Herr Luksic. Was macht man denn jetzt? Weiß ich nicht. Also ich habe ein sehr positives Feedback der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir haben Rückgrat bewiesen, indem wir aus der Ampel ausgestiegen sind. Sie sind ausgestiegen worden und das macht ja den Unterschied, ob ich selber kündige oder ob ich mich vom Prinzip kündigen lasse. Christian Lindner hat aber die Neuwahlen Bundeskanzler Scholz vorgeschlagen und daraufhin hat er ihn entlassen. Und er hat sich ja eben
nicht erpressen lassen. Und das ist ja das Entscheidende. Lindner ist hart geblieben bei der Schuldenbremse, hat auf die Forderung der FDP bestanden. Man kann immer über die Frage diskutieren, hätte man früher aussteigen müssen, aber am Schluss hat ja die FDP die Linie gehalten und deswegen ist die Koalition gescheitert. Es gibt da eine sehr positive Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger und vor allem geht es jetzt ja nach vorne gerichtet um die Frage, wie kommen wir aus der wirtschaftlichen Krise heraus? Und da hat die FDP sehr gute Antworten. Die Wirtschaft hat unsere Papiere gelobt, die Familienunternehmer. Also wir haben ein gutes Programm, mit dem wir werben werden. Und das wird die Frage der nächsten Bundestagswahl. Und die Wirtschaftskompetenz liegt bei der FDP. Wenn die FDP dann auch glaubhaft sagt, ja, das geht uns nicht hier um uns, sondern es geht uns auch um Deutschland und eben auch um diese Projekte, dann müsste man ja auch im Umkehrschluss sagen, ja gut, dann sind wir aber auch bereit, wichtige Projekte, die jetzt noch anstehen, der Bundesregierung auch zu unterstützen. Werden Sie das tun? Das werden wir uns jetzt ganz genau Fall für Fall anschauen müssen. Wenn da was drinsteht, was die FDP gut findet, werden wir zustimmen. Wenn es natürlich Kompromisse gibt, die man eher im Gesamtkomplex negativ betrachtet, wird man es ablehnen müssen. Aber wichtig ist jetzt auch, wir müssen schnell zu Neuwahlen kommen. Deswegen sollte die Union jetzt das Ganze auch nicht künstlich verlängern. Da läuft da auch schon viel im Hintergrund. Also insofern, das, was sinnvoll ist, dem wird man zustimmen. Aber das muss man Fall für Fall entscheiden. Jetzt kann die FDP noch mal FDP pur vertreten. Herr Luxic, eine Frage noch. Umfragen hin oder her, Sympathiebekundungen hin oder her. Seht sich die FDP nach den nächsten Wahlen im Deutschen Bundestag? Bin ich ganz sicher, dass wir wieder in den Deutschen Bundestag kommen werden. Mit Christian Lindner als mit Christian Lindner als Spitzenkandidat. Wir sehen ja auch, dass seine Umfragewerte jetzt klar zulegen. Er hat hier Rückgrat bewiesen, er hat sich nicht erpressen lassen. Es wird nicht einfach, aber das gehört zur FDP dazu. Da muss man an die Wiederauferstehung glauben. Es hat bisher immer geklappt, wird auch diesmal klappen. Wann ist Politik schon einfach, Herr Luxic? So Dankeschön. Danke für das Gespräch. Dankeschön.